Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man den kürzesten Abstand eines Punkt P von einer Ebene im dreidimensionalen Raum berechnet. Dazu zeige ich zwei Verfahren, einmal das Lot-Fußpunkt-Verfahren und zum zweiten das Verfahren mit der hessischen Normalform. Ich habe hier den Ausschnitt einer Ebene im Dreidimensionalen gezeigt und hier die zugehörige Ebenengleichung in der Koordinatenform y plus 2z gleich 4. Wir sehen, diese Gleichung ist besonders einfach. Ich habe sogar gar kein x in dieser Gleichung. Das bedeutet, dass diese Ebene eine besondere Lage hat, nämlich sie liegt parallel zur x-Achse. Nun betrachten wir irgendeinen Punkt, sagen wir 1 Stab 2 Stab 1 und wüssten gerne die Lagebeziehung dieses Punkts zur Ebene. Wir können mal versuchen, diesen Punkt in die Ebenengleichung einzusetzen, also y ist gleich 2, z ist gleich 1 und eingesetzt sehen wir, dass die Punktprobe aufgeht. Das heißt, dieser Punkt, der liegt in der Ebene selbst drin und sein Abstand von der Ebene ist 0. Wählen wir nun einen anderen Punkt, der etwas höher liegt, sagen wir 3 Stab 4 Stab 5. Wir sehen, hier wird die Punktprobe nicht aufgehen. Das heißt, dieser Punkt liegt oberhalb der Ebene und hat einen gewissen Abstand. Und wir suchen nun den kürzesten Abstand dieses Punkts von der Ebene. Man könnte erstmal denken, das wäre hier diese Senkrechte, aber das ist nicht richtig. Das ist nicht der kürzeste Abstand, sondern wir müssen hier orthogonal auf der Ebene auftreffen, um den kürzesten Abstand zu bekommen. Und diesen Punkt, der hier unten entsteht, wenn wir im rechten Winkel auf die Ebene auftreffen, den nennt man den Lot-Fußpunkt. Weil wir hier sozusagen das Lot, also die Senkrechte, auf die Ebene fällen, ist das der Fußpunkt davon. Und damit haben wir einen Plan gefunden, wie wir den kürzesten Abstand des Punkts von der Ebene ausrechnen können. Wir müssen diesen Lot-Fußpunkt hier unten finden und dann ist der kürzeste Abstand einfach die Länge des Vektors PL. Und deshalb nennt man dieses Berechnungsverfahren das Lot-Fußpunkt-Verfahren. Und das gucken wir uns jetzt im Detail an. Das Lot-Fußpunkt-Verfahren funktioniert so, dass wir uns eine Gerade konstruieren, die durch den Punkt P verläuft und orthogonal auf die Ebene auftrifft. Um eine Geradengleichung aufzustellen, brauchen wir immer einen Stützvektor und einen Richtungsvektor. Den Stützvektor bekommen wir aus dem Ortsvektor auf den Punkt P. Und den Richtungsvektor sehen wir, dafür können wir den normalen Vektor dieser Ebene hier nehmen, denn die Gerade soll hier orthogonal auf der Ebene stehen. Und das ist genau die Bedingung für den normalen Vektor der Ebene. Und den normalen Vektor, den können wir hier einfach an der Ebenengleichung ablesen. Das sind nämlich einfach die Vorfaktoren vor x, y, z, also 0, 1 und 2. Das ist unser normalen Vektor. Jetzt verwenden wir das, um eine Geradengleichung zu bauen. Das hier ist der Ortsvektor auf den Punkt P und das ist unser Normalvektor. Fertig. Um den Lot-Fußpunkt nun zu berechnen, sehen wir, das ist genau der Schnittpunkt dieser Geraden mit der Ebene. Also müssen wir diese Geradengleichung und die Ebenengleichung ineinander einsetzen. Wie kriegen wir das hin? Ja, wie immer, wir müssen diese Vektorgleichung hier zeilenweise lesen. Also x ist gleich 3 plus 0r, y ist gleich 4 plus 1r und z ist gleich 5 plus 2r. So haben wir diese Vektorgleichung auseinandergenommen. Wir haben jetzt ein x, y, z, das wir in die Ebenengleichung y plus 2z gleich 4 einfach einsetzen können. Also das y wandert hier rein und das z wandert hier rein. Dann sieht es so aus. Wir sehen, dass wir nun eine einfache Gleichung haben, die wir nach r auflösen können, damit wir den Schnittpunkt zwischen der Geraden und der Ebene bekommen. Also wir rechnen erstmal diese Klammern hier aus. 4 plus 10 gibt 14 und r plus 4r gibt 5r gleich 4. Bringen die 14 auf die andere Seite,
teilen durch 5 und bekommen den Wert des Parameters r gleich minus 2. So, was kann man mit dem r anfangen? Ja, wir setzen es ein in die Geradengleichung, da wo das r hergekommen ist. Ja, dann haben wir hier die minus 2, rechnen jetzt alles aus und bekommen den Vektor 3, 2, 1. Und das ist nichts anderes als der Stützvektor, der Ortsvektor auf unseren Schnittpunkt zwischen der Geraden und der Ebene, also der Lot-Fußpunkt. 3, Stab 2, Stab 1. So, damit haben wir den Lot-Fußpunkt und der Abstand, haben wir ja gesagt, ist einfach nur die Länge dieses Vektors PL. Also rechnen wir den Vektor uns aus. Das hier ist der Ortsvektor auf Punkt P. Das hier ist der Ortsvektor auf den Lot-Fußpunkt und die Differenz daraus ist der Vektor LP. Und dessen Länge bekommen wir mit der Punktabstandsformel 4,47 Längeneinheiten ist der kürzeste Abstand P von der Ebene. So, das ist unser Ergebnis mit dem Lot-Fußpunkt-Verfahren. Nun möchte ich noch, wie versprochen, ein zweites Verfahren zeigen, das etwas schneller geht mit der hessischen Normalform der Ebene. Wir betrachten die gleiche Ebene und formen nun die Koordinatenform ein wenig um. Als erstes bringen wir mal die 4 auf die andere Seite, dass hier ist gleich 0 entsteht. Dann schauen wir uns den normalen Vektor an. Der hat ja die Länge Wurzel aus 5. Und wir wissen ja, dass wir einen normalen Vektor beliebig kürzen oder verlängern können. Und er bleibt trotzdem ein richtiger normalen Vektor, denn auch dieser steht orthogonal auf der Ebene. Der ist jetzt nur um den Faktor 1 durch Wurzel 5 gekürzt, hat somit also jetzt die neue Länge 1. Wir könnten also jetzt anhand dieses neuen gekürzten normalen Vektors uns rückwärts eine etwas andere Ebenengleichung aufstellen, indem wir diese einfach durch Wurzel 5 teilen. Diese Darstellung der Ebene nennt man dann die hessische Normalform, abgekürzt HNF. So, nun wählen wir wieder unseren Punkt, sagen wir 3, Stab 4, Stab 5, derselbe Punkt wie vorhin, und setzen den Punkt nun in diese hessische Normalform ein, also die y-Koordinate hier rein, die z-Koordinate hier rein und rechnen einfach aus. Und dabei kommt jetzt natürlich nicht mehr 0 raus, denn der Punkt liegt ja nicht in der Ebene, sodass er diese hessische Normalform erfüllt, sondern es kommt jetzt ein Wert ungleich 0 raus, 4,47, und das ist exakt wieder der Abstand des Punkts P von der Ebene. Der gleiche Wert, den wir vorhin mit dem Lot-Fußpunkt-Verfahren berechnet haben, hier nur etwas schneller. Also wir sehen einen Vorteil dieses Verfahrens, man kann damit Abstände schnell und einfach berechnen. Der Nachteil ist, den Lot-Fußpunkt, den konnten wir damit nicht ausrechnen. Aber wenn einen nur der Abstand interessiert, ist das sicher das schnellste Verfahren. Okay.